Hallo und willkommen bei Off hoch 2 Dialog, heute aus Deidesheim. Und mir gegenüber sitzen Uwe Klein und Marcel Jäger, die Herausgeber des Analog-Sammler-Filmheftes Movie. Hallo und schön, euch beide hier zu haben. Servus. Marcel, Uwe, ihr seid ja schon seit langem begeisterte Filmsammler. Seit wann sammelt ihr denn Filme auf Analogmaterial? Also angefangen hat es bei mir, kann man sagen, 88. Da fing es so richtig an mit den ersten Spielfilmen, die man gekauft hat. War direkt so ein 10er-Package für einen Huni. Damals viel Geld in der Ausbildung, in der Lehrzeit. Aber ein faszinierendes Medium und das hat halt eben den Auslöser zur heutigen Leidenschaft geführt. Ja, bei mir war es so, dass ich erstmal mit dem Color of the Fun Film anfing, so das war 1979. Das kam aber auch davon, weil mein Vater diesen Projektor hatte und ich fand das unwahrscheinlich interessant, auch wenn in der Grundschule mit dem damals P6 Schulfilme vorgeführt worden sind, habe ich immer am Projektor gesessen. Karius und Baktus ist ein bekannter Film, haben wir gesehen. Und dann habe ich 1980 endlich den Stummprojektor Revolux 10 bekommen mit dem ersten Spielfilm Buck Rogers Kampf im Weltall. Und der Film lief natürlich rauf und runter, Heiligabend, erster, zweiter Weihnachtstag und so hat sich das dann immer, so ist es dann zu einer Filmsammlung gekommen. Und später auch mit dem selber drehen. Das ist alles schon eine Weile her. Ne? Was hat euch denn bewogen, jetzt zu der Zeit ein Heft für Super 8 oder Analogfilmsammler neu rauszubringen? Naja, neu rausbringen kann man jetzt eigentlich nicht so ganz sagen. Wir haben es reanimiert nach 16 Jahren Dornröschenschlaf. Der Hintergrund war, 2006 gab es beim Lumière Filmclub e.V. halt gewisse Differenzen, was uns dann als Vorstand bewegt hat, ja, die Sachen zu beenden. Und aus dieser Situation heraus wurde dann die Interessengemeinschaft Celluloid-Film gegründet und das Magazin Cine 816 entstand. Der Lumière Filmclub hat aber auf dem Papier weiterhin existiert. Cine 816 wurde quasi genauso wie Movie produziert als im digitalen Offset-Druck und auch im Hochglanzformat und wurde eigentlich 12 Jahre von Uwe Brengel hergestellt, publiziert, bis eben im Dezember 2018 dann auch für ihn Schluss war. Und somit gab es im Grunde genommen keine Publikation, die sich mit dem Thema Schmalfilm auf Spielfilmbasis bewegt hat. Es gab nur noch den sogenannten Filmesammler von Michael Schneider, der als kopiertes Blättchen quasi erschien, wo die Leute eben ihre Such- und Verkaufslisten einstellen konnten. Und nachdem Michael Schneider eben schwer erkrankte, war auch dieses Heft nicht mehr publiziert worden. Ja, und so gab es dann für uns die Überlegung, weil wir plötzlich eine Rechnung bekommen hatten für den Lumière Filmclub e.V., es war ein Kleinstbetrag eigentlich, plötzlich, und das hat uns hellhörig gemacht und aufgrund von Recherchen haben wir dann festgestellt, dass der Verein noch auf dem Papier existiert. Und dann haben wir uns überlegt, Marcel und ich, was machen wir? Art 1 wird der e.V. aufgelöst und somit hatten wir den Restbestand des damaligen Vereinsvermögens in die erste Ausgabe hineingesteckt und haben den Spagat quasi gemacht, Filmsammler und ehemals Cine 816 Movie zusammenzufassen. Und das Ergebnis sieht man eigentlich jetzt schon mit der 10. Ausgabe, die wir haben.
Im Untertitel von Movie steht ja Interessengemeinschaft Lumière. Jetzt hast du gesagt, dass da ja auch so dieser Verein noch so ein bisschen da mit reingeflossen ist, zumindest ideell. Was hat es denn mit diesem Untertitel dann auf sich? Ist es dann einfach ein Verweis darauf, wo es herkommt? Oder? Richtig. Wir wollten keinen e.V. mehr, keinen Club, wo eben die Leute irgendwo gezwungen sind, irgendwelche Sachen zu machen, zu abonnieren oder so. Und hier bei der Interessengemeinschaft ist es einfach so, gemeinsame Interessen in ein Magazin reinpacken und eben frei von jedweden Verpflichtungen. Deswegen haben wir auch immer nur Jahresabonnements und die Leute sind also quasi selber in der Verpflichtung, quasi ihr Abonnement dann auch zu erneuern. Also es kommt immer noch praktisch ein Zahlschein dazu am Ende des Jahres, dann zur Weihnachtsausgabe. Und was ich allerdings noch ganz kurz dazu sagen möchte, ist, dass wir als Interessengemeinschaft einfach viel freier arbeiten können, als wenn du das mit einem Verein machst. Verein hast du immer Verpflichtungen, du musst Mitgliederversammlung einberufen, Vorstandssitzung und so ist es frei. Wir können gut verfügen, wir schaffen das auch wunderbar und wir haben auch steigende Tendenz, glaube ich, kann man sagen, auch von den Abonnenten. Und das passt auch. Und das würde beim Verein nicht funktionieren, denn ich weiß doch selber, wir waren ja beide im Vorstand, die meisten damaligen Mitglieder waren nur wegen diesem Heft im Verein drin. Und die hat eigentlich so das Vereinsleben nicht interessiert. Und deshalb ist es ganz gut, wie wir es jetzt haben. Und wann kam die erste Ausgabe raus? Die erste Ausgabe hatten wir hier bei im Rahmen der Filmbörse 2022 veröffentlicht. Also im April? Im April. Okay. Und wie ist die Seitenzahl? Also wie stark ist euer Heft? 45 Seiten. 44, okay. Also eigentlich immer gerade Zahl. Ja, gerade Zahl. okay, 44. also 44, nimm 44. 44, ja. Was kostet denn bei euch so eine Ausgabe oder ein Jahresabonnement? Also wir bieten die Einzelausgabe etwas teurer an, zum Preis von 13 € zuzüglich Versandkosten. Und das Jahresabonnement liegt bei 30 € inklusive Versand. Okay. Wie hoch ist denn die Auflage zurzeit? Also wir drucken seit 2022 konstant 200 Exemplare. Konstant 200. Also wir haben jetzt insgesamt jetzt hatte ich heute Morgen auf die Liste geguckt, 125 Abonnenten in etwa. Nein, interessant. Was sind denn die inhaltlichen Schwerpunkte? Also gut, wir machen Technik natürlich, ne, oder wir graben auch nochmal alte Berichte raus, also recherchieren die nochmal neu. Beispielsweise ich bin momentan an der Aqua-Historie dran und es gibt auch viele Sachen, die auch noch nie so berichtet worden sind. Und wir denken dann einfach, ach super, lass uns da mal einen Bericht drüber machen. Natürlich auch Neuigkeiten. Da gibt es den Andreas, der viel schreibt für uns, auch neue Kopien, die rausgekommen sind, die es ja immer noch gibt. Und klar, es gibt keine Firma Derren mehr, aber trotzdem haben wir immer Themen, die wir in die Movie dann mit reinbringen können. Und gibt es so Rubriken, wo man sagen kann, okay, das ist die Rubrik so und das ist die Rubrik so, wo man das irgendwie thematisch bündeln kann? Es gibt für, sag ich mal, den Super 8 und auch für den 16 mm Teil gibt es quasi eine Rubrik, auch wo Neuvorstellungen dann vollzogen werden, die auf Super 8 oder 16 mm erschienen sind, dank Italien. Und, aber ansonsten versuchen wir es irgendwo ein bisschen gemischt und rubrikfrei zu halten.